good morning, and another beautiful good morning. Guten Morgen und einen wunderschönen guten Morgen. Life is amazing Das Leben ist wunderbar, because Jesus is amazing. weil Jesus wunderbar ist. Let's continue with Philippians chapter 4, verse 1 in the Passion. Wir machen weiter mit Philipper Kapitel 4, Vers 1 in der Passion. You know, the longer I read the Passion, the more I like it. Je länger ich die Passion lese, desto mehr mag ich sie. And I know there are people who don't like the Passion for whatever reason. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die die Passion aus irgendeinem Grund nicht mögen. Listen, Hör zu. you don't have to like the Passion translation, you just have to like Jesus. Dir muss die Passionübersetzung nicht gefallen, du musst nur Jesus mögen. You don't even have to like me. Du musst nicht einmal mich mögen. So my advice is study as many different versions as you can. Mein Rat ist, studiere so viele verschiedene Übersetzungen wie möglich. Study in the Greek, study in the Hebrew. Studiere das Griechische und Hebräische. Open your heart for Jesus to be close to you. Öffne dein Herz dafür, dass Jesus dir nahe ist. And allow everybody to enjoy the translation that they truly like. Und erlaube jedem, die Übersetzung zu genießen, die man wirklich mag. My whole Christian life, which is about more than 50 years, Mein ganzes Leben als Christ, also mehr als 50 Jahre lang, I've always switched translations. habe ich immer wieder die Übersetzung gewechselt. There were moments where I, only read the Amplified. Es gab Zeiten, in denen ich nur die Amplified Bibel gelesen habe. So for me, it's like at this moment, the Passion is making everything come alive and making it poetic, and I enjoy that. Im Moment erweckt die Passion für mich alles zum Leben, macht es poetisch und das genieße ich. And I'm saying this because I've realized that there are people who are judging, criticizing, because people like certain versions better. Ich sage das, weil ich gemerkt habe, dass es Menschen gibt, die sich kritisch äußern und urteilen, weil Leute bestimmte Versionen lieber mögen. The truth is, without the Holy Spirit, not even the Greek and Hebrew makes sense. Die Wahrheit ist, dass ohne den Heiligen Geist selbst das Griechische und Hebräische keinen Sinn ergibt. So let's all relax, love one another, and enjoy what you enjoy reading, which version you like. Also lasst uns alle entspannen, einander lieben und genießen und die Version lesen, die jeder von uns gerne liest. So, finally I said what I wanted to say. Jetzt habe ich gesagt, was ich sagen wollte. My dear and precious friends, whom I deeply love. Meine lieben und wertvollen Freunde, die ich zutiefst liebe. How often have I said this in these devotionals? Wie oft habe ich das schon in den Andachten betont? How my heart longs that we have apostles today like Paul. Wie sehr sehnt sich mein Herz danach, dass wir heutzutage Apostel wie Paulus haben. I've met a lot of great men of God in my whole life. Ich habe in meinem Leben viele große Männer Gottes kennengelernt. I've met powerful apostles. Ich habe mächtige Apostel getroffen. But without some exceptions, Aber außer einigen Ausnahmen most of those powerful and great men of God that I met and interacted with waren die meisten dieser mächtigen und großen Männer Gottes, die ich getroffen habe und mit denen ich zu tun hatte, they were too distant from the people. zu weit von den Menschen entfernt. They were always like people who were like powerful position, powerful ministry, and they're distant from the everyday brother and sister. Das waren immer Leute, die eine einflussreiche Position innehatten, einen mächtigen Dienst ausübten und von den gewöhnlichen Brüdern und Schwestern weit entfernt waren. They were so focused on building the ministry that they lost focus that every Christian is a precious friend. Sie waren so sehr auf den Aufbau ihres Dienstes konzentriert, dass sie aus den Augen verloren, dass jeder Christ ein wertvoller Freund ist. Look what Paul says. Schau, was Paulus sagt. He doesn't say, hey, church. Er sagt nicht, hey Gemeinde, He doesn't say, hey, remember, I'm the apostle and you are just a member. denkt daran, dass ich der Apostel bin und ihr nur die Mitglieder seid. He says, my dear and my precious friends, whom I deeply love. Er sagt, meine lieben und wertvollen Freunde, die ich zutiefst liebe. Listen to me. Hört zu. I believe that if we would have these kind of apostles today, Ich glaube, wenn wir heute solche Apostel hätten and if that would be the standard within the church, und wenn das der Standard in der Gemeinde wäre, nobody would ever have to tell people, submit to your leaders. müsste niemand mehr sagen, unterwerft euch euren Leitern. These are the kind of people that everybody would love to follow because they show Christ. Das sind die Menschen, denen jeder gerne folgt, weil sie Christus zeigen. So we have to remind ourselves Also müssen wir uns daran erinnern, that we are all precious friends. dass wir alle kostbare Freunde sind. If we are precious friends of Jesus, that means we have to be precious friends of one another. Wenn wir kostbare Freunde von Jesus sind,
müssen wir auch kostbare Freunde füreinander sein. I long to see the day where there is no more positional thinking in the church. Ich sehne den Tag herbei, an dem es in der Gemeinde kein Positionsdenken mehr gibt. I long to see the day where the greatest apostles wash the feet of their brothers and sisters. Ich sehne den Tag herbei, an dem die großen Apostel die Füße der Brüder und Schwestern waschen. I long to see the days where many, like the Apostle Paul, will rise up within the church. Ich sehne mich nach den Tagen, wenn sich viele wie der Apostel Paulus in der Gemeinde erheben werden. So first of all, he puts them on the same level, not on the same position, because there is no position, but on the same level. Erstens stellt er sich auf dieselbe Ebene, nicht auf dieselbe Position, denn es gibt keine Position, sondern auf dieselbe Ebene. What do I mean by the same level? Was meine ich mit dem gleichen Level? That means if I have you as my precious friend, you are neither above me nor underneath me. Das bedeutet, wenn ich dich als meinen wertvollen Freund habe, stehst du weder über mir noch unter mir. Yet, I might have functions that are more important than yours are. Vielleicht habe ich aber Funktionen, die wichtiger sind als deine. I might work together within the same company and I might have to have something much more important to you than you do. Es kann sein, dass wir in derselben Firma arbeiten, ich aber etwas viel Wichtiges zu erledigen habe als du. But that doesn't mean that I become more important or you become more important. Das heißt aber nicht, dass ich wichtiger werde oder du wichtiger wirst. That means the moment I meet you, I don't treat you as somebody superior, but as a very close, precious friend on the same level. Das bedeutet, dass wenn ich dich treffe, behandle ich dich nicht als jemand Höheres, sondern als einen sehr engen, wertvollen Freund auf gleicher Ebene. But you know, this is what I try so hard to build this culture in our ministry here. Ich bemühe mich so sehr, diese Kultur in unserem Dienst aufzubauen. But why could Paul be like this? Warum konnte Paulus so sein? Why was Paul not insecure? Why could he do that? Warum war Paulus nicht verunsichert? Warum konnte er das tun? Look, Schau, whom I love deeply. die ich zutiefst liebe. Listen to me. I don't care how powerful you are. I don't care what a great man or woman of God you are. Es ist mir egal, wie mächtig du bist. Es ist mir egal, was für ein großartiger Mann oder eine großartige Frau Gottes du bist. I can tell you one thing. Eines kann ich dir sagen. If you don't learn to love people deeply, you will never consider everybody equal. Wenn du nicht lernst, Menschen zutiefst zu lieben, wirst du niemals alle als gleich betrachten und behandeln. Because you will be threatened by the ones who are more gifted and talented, and now you have to push them down. Denn du wirst gefährdet und bedroht sein von denjenigen, die begabter und talentierter sind und musst sie jetzt klein halten. So loving each other deeply gives us the wonderful opportunity to see everybody as a precious friend. Wenn wir uns also zutiefst lieben, haben wir die wunderbare Möglichkeit, jeden Menschen als einen kostbaren Freund zu sehen. See you guys tomorrow. Bis morgen.